But I want us to look at the four Gospels in a bit of detail. Ich will noch einige Details anschauen in den 4 Evangelien. This is only my second time in Munich. Das ist das zweite Mal, dass ich in München bin. And it's my first time in the Hofbräukeller. Und das erste Mal im Hofbräukeller. I had no idea what to expect. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich erwarten soll. I suppose I could have done some research on the internet to try and see what this room would look like. Ich hätte mir eigentlich das im Internet anschauen können, wie es hier ausschaut. But I didn't know what it would be like. Aber ich weiß wirklich nicht, wie es hier ausschauen würde. But imagine if I tried to write a story about people in Munich. Aber stellt euch vor, ich würde eine Geschichte schreiben über Menschen, die in München leben. Would I be able to describe Munich correctly? Wäre ich dazu fähig, München korrekt zu beschreiben? Would I be able to describe the shapes of the building, or the politics, or the shape of the land? Könnte ich die Politik, das Land, die Gebäude, all diese Dinge richtig beschreiben? Would I be able to describe the Bavarian way of speaking correctly? Wäre ich fähig, die Art und Weise, wie man bayerisch spricht, richtig darzulegen? Or the way you would say the number 2? Oder wie man hier in Bayern 2 sagt? Okay. But what we find is I could find this sort of thing out using the internet, much more than someone 2000 years ago could. Ich könnte zwar heute einiges darüber im Internet finden, natürlich viel mehr als vor 2000 Jahren, als es noch kein Internet gab. So when the four gospel writers write their gospels, they write about things that Jesus did in Galilee and in Judea. Als die Schreiber der 4 Evangelien ihr Evangelien schrieben, dann schrieben sie über Dinge, die Jesus getan hat in Judäa und in Galiläa. And we're going to just ask the question, do they get the type of details of the area right in these areas? Und die Frage ist nun, haben sie die Einzelheiten, die Details dieser Gegend korrekt wiedergegeben? So here is a test. What were people called? Hier ist der erste Test, wie Menschen heißen. Because as you know, names vary from place to place and from time to time. Wie wir alle wissen, Namen ändern sich von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit. So I'm sure that if I were to describe a group of people from Munich and have enough names, I would not have given the right sort of surnames to people. Wenn ich jetzt eine Reihe von Namen hätte und aus der Münchner Gegend hier, dann I don't think I would have got the right family names. Dann hätte ich wahrscheinlich immer noch nicht die richtigen Familiennamen. Because I'm sure there's a different pattern of names in each area within Germany, statistically different. Denn ich denke, statistisch gibt es in jeder Gegend in Bayern verschiedene Namen und Namensmuster. So when we look at the Jewish names, in fact there are now many studies of what Jews were called at the time of the New Testament. Jetzt schauen wir uns jüdische Personennamen an und es wurden auch zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Gegenden die Menschen verschieden benannt. And Jews had different names in Palestine from outside. Und die Juden haben in Palästina andere Namen als außerhalb von Palästina. And yet we find that the New Testament reflects the right sort of name patterns for the time and place. Und doch, wenn wir uns das anschauen, werden wir sehen, dass die neutestamentlichen Schreiber die richtigen Namensmuster in den verschiedenen Orten wiedergeben. The most popular name for a Jewish man in Palestine was Simon or Simeon. Der populärste jüdische Name damals war in Judäa Simon. We see it's the most popular in the writer Josephus and the most popular in the ossuaries, which are bone boxes. Wir sehen, es ist auch der populärste Name in den Schriften des Josephus und auch auf den Ossuarien, das sind Knochenkisten, die man vergleichbar unseren Grabsteinen, wo man die Namen der Toten draufgeschrieben hat. Überall kommt dieser Name vor. And it's the second most popular in the Dead Sea Scrolls. Und es ist der zweithäufigste Name in den Rollen vom Toten Meer. It's also the most popular in the four Gospels and in the book of Acts. Und es ist auch der häufigste Name in den 4 Evangelien und in der Apostelgeschichte. Or we see the second most popular name is Joseph. Der zweitpopulärste Name ist Josef. And so on. Und so geht es weiter. And what we find is if we take the two most popular names outside the New Testament, we find that they're Simon and Joseph, and they make up about 15 or 16% of the male names. Wenn wir die häufigsten Männernamen außerhalb des Neuen Testaments nehmen, dann sind es Simon und Josef und machen etwa 15,6% der Namen
in Israel damals aus. When we look in the New Testament, they make up about 18% of the Und names. in den Evangelien und in der Apostelgeschichte sind es 18%. When we get more data, we find that the numbers come closer. Und je mehr Daten wir natürlich auswerten können, desto enger oder näher kommen die Zahlen. When we take the 9 most popular names Wenn wir die for 9 men, häufigsten Männernamen nehmen, we find that it's about 41% outside the New Testament and about 40% inside the New Testament. dann unterscheiden es sich nur noch um 1%, 41% in Israel, 40% in Evangelien und Apostelgeschichte. This is a pattern showing up over 4 different writers, Matthew, Mark, Luke and John, writing 5 different books, Matthew, Mark, Luke, John and Und das Acts. ist eine Untersuchung, die 4 Schreiber in 5 Büchern umfasst, da Lukas ja sowohl die Lukas-Evangelium als auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. And what we see with women's names is there's a little bit less data, Bei den Frauennamen ist es schwieriger, da haben wir weniger Daten, but the most popular name outside the New Testament is Mary. aber der populärste Name außerhalb des Neuen Testaments ist Maria. It's the most popular inside the New Testament. Und es ist auch der populärste Name im Neuen Testament. They had a little bit less imagination in giving women names. Es scheint so, dass etwas weniger Einfallsreichtum dabei war, Frauennamen zu vergeben. But what we can say is that these names match outside the New Testament and inside. Und was wir zusammenfassend sagen können, dass das Namensmuster außerhalb des Neuen Testaments aus dieser Zeit dem Muster innerhalb des Neuen Testaments entspricht. But if we compare what you would see with Jewish names in Palestine, it's quite different from what you would see for Jewish names in Egypt. Aber ganz anders als die jüdischen Personennamen Palästina sieht es mit den jüdischen Personennamen in Ägypten aus. Now, does anyone here know anyone called Sabbatius? Kennt hier irgendjemand einen, der Sabbatheus heißt? Does anyone know anyone called Dositheus? Oder irgendjemand Dositeus? Well, I'm not surprised. Also ich bin nicht überrascht davon. And that is because, quite simply, the Gospels weren't written about Jewish men in Egypt. Und die Evangelien wurden von jüdischen They were not written about Jewish men Die in jüdischen Egypt. Evangelien wurden nicht von Männern geschrieben worden, die in Ägypten lebten. And if they had, those would have been famous names. Und wenn sie geschrieben hätten über Männer, die in Ägypten lebten, dann wären natürlich diese Namen jetzt hier bekannt. So what we see is that they have the right sort of names. Was wir also sehen, ist, dass sie die richtigen Namensmuster haben. But there's a further thing. Der ist eine weitere Sache. You see, if lots of people are called Simon, you call out Simon and it's not clear who you mean. Wenn viele Leute Simon heißen und du rufst Simon, dann ist unklar, wer gemeint ist. And so we find that in the New Testament, they find ways of distinguishing one Simon from another Simon. Und so sehen wir im Neuen Testament, wie dort die verschiedenen Simons unterschieden wurden. Jesus had 2 of his 12 disciples called Simon. Jesus hatte 2 Jünger, die beide Simon hießen. One was called Simon Peter or Simon Cephas. Der eine war Simon Petrus oder Simon Kephas. The other was Simon the Canaanite or Simon the Zealot. Der andere war Simon der Kananäer oder Simon der Zelot. And as you read the New Testament and you read the common names, you will find that they have an extra distinguishing part with them. Und wenn du das Neue Testament liest und wenn sie diese verschiedenen Namen vergleichen, dann finden wir bei diesen Namen, dass sie ein unterscheidendes Element dazu haben. The man who carried Jesus' cross is called Simon of Cyrene. Der Mann, der das Kreuz Jesu trug, wird Simon von Kyrene genannt. When in the book of Acts, Simon Peter goes to stay with another Simon, he is called Simon the Tanner or the leather worker. Als in der Apostelgeschichte der Simon Petrus mit einem anderen Simon, bei einem anderen Simon war, wurde der genannt Simon der Gerber. You also find that Jesus has a meal with someone called Simon the leper. Man findet auch, dass Jesus ein Essen hatte und bei dem Essen war Simon der Aussätzige zugegen. And we find that they have ways of distinguishing each person. Or who buried Jesus? It is Joseph of Arimathea. Sie hatten also Möglichkeiten, die Namen zu unterscheiden. Oder zum Beispiel, wer hat Jesus beerdigt?
es war Josef von Arimathea. Or you find Mary Magdalene. Oder wir finden Maria Magdalena. Or Mary, the mother of James and Joseph. Oder Maria, die Mutter von Jakobus und Joses. So they distinguish the most common names. Also haben sie die gewöhnlichsten Namen durch Zusätze unterschieden. Now, I wonder if you compare that with what's going on in the apocryphal Gospels. Und jetzt wollen wir das einmal vergleichen, wie das in den apokryphen Evangelien gemacht wird. You find that they don't get the right sort of names. Und dort sehen wir, dass sie nicht die Namen in der Weise wiedergeben. In the so-called Gospel of Thomas, Zum Beispiel im sogenannten Thomas-Evangelium, it's said to be by a man called Didymus Judas Thomas. da wird der Thomas vorgestellt mit dem Namen Didymus Judas Thomas. Which means twin, Judas twin. Das bedeutet Zwilling, Judas Zwilling. It's a very unlikely name. Ein sehr ungewöhnlicher Name. It has Mary in it, but you don't know which Mary this is. Maria kommt dort vor, aber du weißt nicht, welche Maria gemeint ist. Or you find in the Gospel of Mary, again, you don't know which Mary is writing. Und oder wenn wir das Evangelium der Maria nehmen, dann wissen wir nicht, welche Maria schreibt dort oder wird beschrieben. These things were written much later. Diese Evangelien wurden viel später geschrieben. One of my favorites is the Gospel of Judas. Eins, was ich ganz besonders mag, ist das Judas-Evangelium. It only has 2 authentic names for the time and place. Es hat nur 2 authentische Namen, die man einem Ort zuordnen kann. One is Judas, the other is Jesus. Einer ist Judas, der andere Jesus. This is not very deep research. Das ist nicht sehr gut recherchiert. But you see there are figures like Barbelo and others, Yaldabaoth, figures from outer space. Aber es gibt eine ganze Reihe Leute, die kommen irgendwie aus dem Weltall, wie Barbelo, Sophia, Nebro, Yaldabaoth und so So weiter. this is a good control sample. Das ist also eine gute Kontrollprobe, die wir hier vornehmen können, ein Test. It shows what happens when people do make up stories. Es zeigt uns, was passiert, wenn Geschichten zurechtgemacht werden. Here we have a list of Jesus' disciples as given in the Gospel of Matthew. Hier haben wir eine Liste der Jünger, wie sie im Matthäus-Evangelium wiedergegeben werden. And I have put the number next to the name if it is in the top 99 Jewish names for Jews who lived in Palestine. Und ich habe eine Zahl, eine Nummer dahinter gemacht, die uns anzeigt, wie das Ranking sozusagen dieser Namen ist in den 99 häufigsten Namen, die es damals gab. So you see it says about Simon, and he's the most popular name, number 1. Simon, natürlich Nummer 1, der populärste Name damals. And then we have the disambiguator named Peter. Und dann haben wir die Näherbestimmung, genannt Petrus. We have his brother Andrew, who's simply explained in relation to Simon. Und dann haben wir seinen Bruder Andreas, der einfach durch seine Beziehung zu Petrus erklärt wird. Next we have James, rank number 11. Dann haben wir Jakobus, er ist an 11. Stelle. That's a popular name, therefore it tells you the name of the father. Es ist ein populärer Name, deswegen wird der Vatersname mitgenannt, der Sohn des Zebedeus. Then we have John, who is explained in relation to James. Und dann haben wir Johannes, der in seiner Beziehung zu Jakobus genannt wird. Next we come to Philip and Bartholomew and Thomas, which is not even in the top 99 names. Dann haben wir Philippus, Bartholomäus und Thomas. Thomas, der letzte, ist noch nicht einmal unter den häufigsten 100 Namen. But you can see that all 3 of them are not very popular names. Und wir sehen, alle 3 von ihnen sind nicht sehr populär. Therefore they have no extra disambiguator added. Und deswegen haben sie auch keine Näherbestimmung dabei. Then we get to a more popular name, Matthew. Dann haben wir wieder einen populären Namen, Matthäus. And so it says the tax collector. Und dann heißt es der Zöllner. James, again, the son of Alphaeus. Noch ein Jakobus, der hier der Sohn des Alphaeus, als Sohn des Alphaeus identifiziert wird. Thaddeus, less popular, therefore no further specification. Thantaeus, der ist weniger populär, deswegen auch keine Näherbestimmung. And then the last 2 names, Simon and Judas, popular and given further specification. Und die letzten beiden Namen wiederum populär und deswegen mit Näherbestimmung. So we see a correlation between whether an extra part is added to a name and statistics about personal names that have only been known in the last 20 years. Und erst in den letzten 20 Jahren hat man das herausgefunden, dass man eben hier diese Beziehung sieht
zwischen der Popularität von Namen und inwieweit diese Namen, die sehr häufig waren, eine Näherbestimmung brauchen. And that suggests that this list actually comes from the land itself. Und das legt doch sehr nahe, dass diese Liste aus dem Land selbst kommt und die Verhältnisse dort widerspiegelt. Because outside the land you would have referred to people differently. Denn außerhalb des Landes wäre man anders mit diesen Namen umgegangen. John was a popular name. Johannes war auch ein sehr populärer It Name, was the fifth most popular name. der fünfthäufigste Name. And that was a reason why they added the disambiguator, the Baptist, to distinguish him from others in many cases. Und deswegen wird er hier der Täufer genannt, um ihn von anderen Johannessen zu unterscheiden. Now, according to Matthew's Gospel, Herod, the king, heard about things that Jesus was doing. Wenn wir im Matthäusevangelium lesen, finden wir zum Beispiel, dass Herodes zu seinen Dienern spricht, das ist Johannes der Täufer. And he says, this is John the Baptist, because he wants to distinguish him from other Johns. If he said, this is John, his servants would have said, you have several Johns working in the palace, which one do you mean? Hätte er nur gesagt, das ist Johannes, und dann hätten seine Diener und Untergebenen zu ihm gesagt, ja, welchen Johannes von den vielen Johannessen meinst du denn? Und so sagt er Johannes der Täufer, und es ist klar. But in the next verse, in the narrative, it simply says that he seized John. Aber im nächsten Vers, wo die Erzählung weitergeht, heißt es nur, er hatte Johannes ergreifen lassen. In the next verse, it simply said that John said. Und im nächsten Vers, Johannes sagte. But when Herodias' daughter wants to have the head of John the Baptist, aber als die Tochter des Herodes den Kopf Johannes des Täufers haben wollte, she cannot simply say, please give me the head of John. dann hat sie nicht einfach gesagt, bitte gib mir den Kopf des Johannes. She might have got the head of the wrong John. Denn sie hätte vielleicht den falschen Kopf bekommen. And so she says, give me the head of John the Baptist. Deswegen sagte sie, gib mir den Kopf Johannes des Täufers. But in the next verse, it simply says he sent and beheaded John. Und im nächsten Vers heißt es dann einfach, er sandte hin und ließ Johannes enthaupten. So you see how it distinguishes between the way the narrator speaks and the way the characters in the narrative speak. Und wir sehen hier auch die Unterscheidung, wie der Erzähler auf der einen Seite die Dinge schildert und wie auf der anderen Seite die Charaktere, die in wörtlicher Rede sprechen, die Namen wiedergeben. And the characters in the narrative speak the way someone at that time would have had to have spoken. Und die Charaktere in dieser Erzählung sprechen so, wie Leute damals eben gesprochen haben. Now you could say that this is simply that the story writer is a very clever story writer. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist ja einfach nur deswegen, weil diese Geschichtenschreiber waren eben sehr schlau damals. But the more you allow the story writer to be clever, aber je mehr man zugibt oder meint, dass diese Geschichtenschreiber sehr clever waren, the harder it is to say that they got things wrong through incompetence. Desto schwieriger wird es zu sagen, sie hätten die Dinge deswegen falsch wiedergegeben, weil sie inkompetent waren. In fact, that test works with the name Jesus too. Dieser Test können wir auch mit dem Namen Jesus machen. Jesus was also a popular name. Jesus war auch ein sehr populärer Name. And you will find generally within speech marks within the Gospels, Jesus in crowd situations has a disambiguator. Und in Situationen, wo Jesus in einer Menge ist, dann wird oft eine Näherbestimmung hinzugefügt. I'm going to speed up. Ja, wir geben Gas. The test of geography. Geografie, der nächste Test. We find that the Gospels correctly record the names of towns, including little towns. Wir finden, dass in den Evangelien die Städte und Orte korrekt wiedergegeben wurden, werden sogar die kleineren Orte. If you were making up a story and you were writing it from Rome, how would you know the names of the little villages of Palestine? Wenn diese Geschichte hier alle erfunden worden wäre, wie würdest du, wenn du zum Beispiel von Rom aus schreibst, die Städte und Dorfnamen richtig wiedergeben? The four Gospels, in fact, have many towns that they mention. Die vier Evangelien haben viele Städte, die erwähnt werden. Apocryphal Gospels do very badly. Aber einige apokryphe Evangelien schneiden nicht so gut ab. The very best only mentions two towns, one is Jerusalem and the other is Nazareth. Und hier sehen wir, das Philippus-Evangelium hat nur zwei Städte und das Petrus-Evangelium eine und so weiter. But
16 earliest apocryphal Gospels, that is the best. Und von den 16 frühesten apokryphen Evangelien ist das noch am besten. I want to come now to a story which is told in all 4 Gospels about how Jesus fed 5,000 men and also women and children with very few bread. Ich möchte nun zu einer Geschichte kommen, wo Jesus 5.000 Personen, Männer, Frauen und Kinder gespeist hat. We find in Mark's Gospel and in John's Gospel it talks about the grass. Im Markus-Evangelium und im Johannes-Evangelium lesen wir über Gras. Is this simply a detail put in to make it look authentic? Ist das jetzt ein Detail, was eingefügt wurde, damit es schön authentisch aussieht? Or is it an eyewitness description? Oder ist es eine Augenzeugenbeschreibung? Mark tells you that many people are coming and going, Markus sagt uns, dass viele Leute gingen und kamen, but does not say why. aber er sagt uns nicht warum. But John tells you it was Passover time. Johannes aber sagt uns, dass es um die Zeit des Passa war. And of course, Passover is when people had to travel to go to Passover. Und um das Passa herum sind viele Leute gereist. So John's detail explains Mark. Also das Detail aus Johannes erklärt das Detail aus Markus. In John's Gospel, Jesus asked Philip where to get bread from. Im Johannesevangelium fragt Jesus Philippus, wo man Brot kaufen kann. And then in John's Gospel, we find that Philip and Andrew reply. Und im Johannesevangelium finden wir, dass Philippus Andreas etwas antworten. John doesn't tell us why he asked Philip. Und Johannes sagt uns nicht, warum Jesus Philippus fragt. And he doesn't tell us why both Philip and Andrew reply. Und er sagt uns auch nicht, warum Philippus und Andreas antworteten. But Luke tells us that the feeding took place near Bethsaida. Aber Lukas sagt uns, dass die Speisung bei Bethsaida stattfand. And the beginning of John's Gospel tells us that Philip and Andrew came from Bethsaida. Und das Johannesevangelium sagt uns, dass Philippus und Andreas aus Bethsaida kamen. So if I read John's Gospel, I see on its own, I see no significance to this. Wenn ich das Johannesevangelium alleine lese, sehe ich darin keine Bedeutung. But if I feed in the information from Luke, suddenly the picture makes sense. Aber wenn ich die Informationen aus Lukas hinzunehme, macht das Ganze auf einmal Sinn. Jesus spoke to a man with local knowledge and asked where to get bread from, and he and another man with local knowledge gave the reply. Jesus fragte einen Mann, der sich an diesem Ort auskannte, wo man Brot kaufen kann, und diese beiden Leute haben ihm dann geantwortet. Even the little detail that it was barley bread fits with the fact that it had just been Passover time and therefore barley harvest. Und sogar das kleine Detail hier, dass es Gerstenbrote waren, passt in diese Zeit, nämlich dass es das Passa war und dass es die Zeit der Gerstenernte war. But what about the grass? Would it really have been green? Aber was ist mit dem Gras? Wäre es wirklich grün gewesen? Well, let's get a precipitation map from a nearby town and feed in when Passover was. Und schauen wir uns hier an eine Niederschlagsstatistik aus dieser Gegend. And you see that you've just had 5 or 6 of the greatest months of precipitation. Und wir sehen, das sind hier einige Monate mit der größten Niederschlagsmenge. So of course the grass would be green. Natürlich, das Gras wäre dann grün gewesen. There are many things in the Gospels which are embarrassing. Es gibt darüber hinaus viele Dinge in den Evangelien, die sind We irgendwie could speak about these at length, but peinlich. what we see is that Jesus says many things that a later follower would be unlikely to make up. Und viele Dinge, die Jesus gesagt hat, würde ein späterer Nachfolger von ihm nicht einfach erfinden. Why would you have your hero die saying, my God, why have you forsaken me? Warum würdest du deinen Helden sterben lassen mit den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Why would you criticize so many of the early Christian leaders? Warum würde man die frühen christlichen Führer immer wieder kritisieren? But we find that even the key leader, Peter, comes in for great criticism because he denied Jesus. Und sogar einer der schlüsselführenden Leute, nämlich Petrus, wird beschrieben, wie er seinen Herrn verleugnet hat. The fact that we have parables is something that people would be unlikely to make up too. Dann kommt noch dazu, dass wir Gleichnisse im Neuen Testament haben. Und das ist auch sehr unwahrscheinlich, dass das einfach erfunden wird. There were not many parables before Jesus. Denn vor der Zeit Jesus gab es nicht viele Gleichnisse. And there were not many parables after Jesus. Und auch nach der Zeit Jesu waren Gleichnisse nicht populär oder nicht viel in Umlauf. Early Christians didn't use parables much. Und frühe Christen haben auch Gleichnisse nicht viel benutzt. So we see many different lines of evidence coming together.
Wir sehen also viele Linien von Indizien, die hier zusammenkommen. So could it all have been made up? Hätte das alles erfunden werden können? I think there are many problems for this. Es gibt viele Probleme natürlich. Christians suffer too much. Christen leiden zu sehr. They are disorganized. Sie sind desorganisiert. Not like tonight. Heute natürlich besser. Also in der Zeit damals. Christians were divided from one another. Die Christen waren damals zu uneinig. We see that Paul finds it difficult to persuade even churches that he has founded on particular things. Und wir finden zum Beispiel, dass Paulus mit einigen Kirchen Probleme hat, die sich über verschiedene Dinge gestritten haben. Get all the churches in Munich together? Können wir alle Gemeinden und Kirchen in München zusammenkriegen? Well, it would be hard back then as well. Und damals war es genauso schwierig. So how can all the Christians agree to change their message? Wie kann es sein, dass die Christen, warum sollten die Christen also ihre Botschaft verändern? Of course, there are Christians or people called Christians who cheat. Natürlich gibt es Christen oder Leute, die Christen genannt werden, die betrügen. But in the culture of Christians back then, as I believe now, there is a culture of truth-telling. Aber in der christlichen Kultur damals, so denke ich, war eine Kultur der Wahrhaftigkeit. And right at the center of the Christian message are two things too stupid to invent. Und es gibt zwei Dinge, die eigentlich zu töricht, zu dumm sind, um sie zu erfinden. One is the resurrection of Jesus. Das eine ist die Auferstehung Jesu. Because for a Roman, when someone died, they went to some area of spirit or mind. Für die Römer, wenn jemand gestorben war, so ist er irgendwo in einem realm of spirit or mind. In dem Bereich der geistlichen Gesinnung. But to come back in a tangible way would be disgusting. Aber in einer körperlichen Art zurückzukommen, das wäre sehr enttäuschend. But also, right at the center of the Christian message is the idea that Christ, who is God himself, died on behalf of people's sins. Aber auch sehr töricht ist die Vorstellung, dass Christus für die Sünden der Leute gestorben ist. But crucifixion was the way that the Romans showed that they were the winners and the person being crucified was a loser. Die Römer zeigten durch die Kreuzigung, dass sie die Gewinner waren und dass derjenige, der gekreuzigt wurde, der Verlierer war. So the idea that someone who had been crucified, publicly shown to be a loser, was in fact a winner would be very problematic for people back then. Und für die Leute damals war es sehr, sehr schwierig anzunehmen, dass jemand, der von Natur aus ein Verlierer ist, plötzlich der Gewinner sein soll. This is a piece of graffiti which is now in Rome. Das ist ein Stück Graffiti, was jetzt in Rom ist. And you see how there is a donkey on a cross. Und man sieht einen Esel am Kreuz. And underneath it says, Alexamenos worships God. Und darunter steht, Alexamenos betet Gott an. According to this cartoonist, und gemäß diesem Karikaturisten, to worship someone who had been crucified was as stupid as worshipping a donkey. Jemand, der einen Gekreuzigten anbetet, ist so dumm wie jemand, der einen Esel anbetet. So I'd want to suggest that from all of these things, although we cannot prove that Christianity is true, und alle diese Dinge zusammengenommen, obwohl wir nicht beweisen können, dass das Christentum wahr ist. You cannot prove historical things because they happened a long time ago. Denn geschichtliche Dinge kann man nicht beweisen, weil sie vor langer Zeit geschehen sind. You can at least show that it is rational to trust that it is true. So können wir doch darlegen, dass es vertrauenswürdig ist und dass dieses Vertrauen rational gerechtfertigt ist. It is reasonable to believe that it is true. And if the Gospels arose from a conspiracy, this is not what you would expect. Und wenn die Evangelien durch eine Verschwörung entstanden wären, dann hätten wir so etwas nicht erwartet. Thank you very much for listening so carefully. Nun kommen wir zu dem Moment, den ich schon zu Beginn des Vortrags angekündigt hatte, nämlich zu der Gelegenheit, dass Sie Fragen stellen können an den Redner von heute Abend. Ich erinnere Sie daran,
dass wir uns einstimmig darauf geeinigt hatten, dass kurz 30 Sekunden bedeuten. Und solange Sie alle Ihren Mut zusammennehmen, um nach vorne zu kommen, um hier vorne stehend die Frage an den Redner von heute Abend zu stellen, will ich ein paar wenige Sätze verlieren über den Veranstalter von heute Abend. Um Sinn und Zweck unserer Arbeit zu erläutern, verweise ich auf eine Begebenheit, die ich hatte mit einem Freund. Ich erklärte ihm das Evangelium, wenngleich es töricht ist, wie wir heute Abend gehört haben, an einen Gekreuzigten zu glauben und ihn gar als Gott zu verehren. Er am Ende dieses Gespräches sagte, das Evangelium sei zu schön, um wahr zu sein. Das heißt, auf der einen Seite fand das Evangelium in ihm ein starkes Echo und er wünschte sich, es wäre wahr, aber es gäbe zu wenig Fakten dafür, daran zu glauben, dass es wirklich wahr ist. Und dieser Herausforderungen haben wir uns als Veranstalter gewidmet, vernünftige Argumente darzulegen, warum es tatsächlich begründet ist, an Jesus zu glauben. Das ist der Sinn unserer Arbeit. Diesem Auftrag haben wir uns verschrieben. Ich fürchte, ich muss noch mehr über uns erzählen, dass sich die Schlange mehrt, aber provozieren muss man nichts. Die Frage ist, ob du, Piet, eine Frage hast an die Zuhörerschaft. Vielleicht kommen Sie nach vorne und stellen Ihre Frage. Woher wissen wir über die Personen der 4 Evangelisten Bescheid? So, we know about the gospel writers from the fact, to some extent, from their own writings. Wir wissen über die Evangelienschreiber natürlich zum einen aus ihren eigenen Schriften. Luke is the easiest. Bei Lukas ist das noch am einfachsten, Because he wrote both Luke and Acts. denn er hat sowohl Lukas als auch die Apostelgeschichte geschrieben. And in the book of Acts, he often says, we did certain things. Und in der Apostelgeschichte sagt er oft, wir haben bestimmte Dinge getan. And so we could know something about him from his own writings. Und so wissen wir etwas über ihn aus seinen eigenen Schriften. I believe John's gospel also tells us things spoken in the first person as something that he himself experienced. Auch das Johannesevangelium hat einige Dinge, wo er in der ersten Person spricht, wo man etwas über Johannes erfährt. I think it's fair to say that neither Mark nor Luke would be famous if it were not for the Gospels. Und es ist vielleicht fair zu sagen, dass weder Markus noch Lukas bekannt wären, wenn es nicht durch die Evangelien geschehen wäre. So there's no reason to put those names on a gospel to make them look more authentic. Und es gibt also keinen Grund, die Namen selbst den Evangelien überzuschreiben, um sie mehr authentisch aussehen zu lassen. Colossians 4:14 tells us that Luke was a doctor. Colossians 4 verse 14. Kolosser 4, Vers 14 sagt uns, dass Lukas ein Arzt war. Irenaeus, whom we saw, describes himself as someone who studied with a man called Polycarp, who in turn studied with John the Evangelist. Und Irenäus sagt uns, dass er einen Mann namens Polycarp kannte, der wiederum bei Johannes studiert hat oder gelernt hat. And Irenaeus tells us a certain amount about John. Und Irenäus sagt uns auch etwas über Johannes. In manuscripts of the Gospels that are from several centuries after Christ, you do begin to get biographies of the Gospel writers. Und in Handschriften, die einige 100 Jahre nach den Evangelien entstanden sind, gibt es auch Biografien der Apostel. With Matthew, I think we can say a certain amount based on his own writing. Über Matthäus können wir etwas sagen, was auf der Basis seiner Schrift. He is presented as a tax collector. Er wird als ein Zöllner beschrieben. He is certainly, as a writer, interested in money. Und als ein Schreiber ist er an Geld interessiert. In Matthew chapter 17, we see that he is the only gospel writer who tells us about the temple tax found in the fish's mouth. Und in Matthäus 17 ist es der Einzige, der schreibt, dass die Tempelsteuer im Maul eines Fisches gefunden wurde. He tells us about the parable of the talents is only in Matthew. Und das Gleichnis mit den Talenten gibt es nur im Matthäus-Evangelium.
twice he talks about the money given to Judas and speaks at length about this. Und zweimal berichtet er über das Geld, das Judas gegeben wurde. And he also tells us about the bribe to the soldiers to keep quiet about what happened at Und the er tomb. erzählt uns auch von dem Bestechungsgeld, was den Soldaten gegeben wurde, die das Grab bewacht haben. He has a joint score with Mark for the number of numbers that he uses in relation to words. Und er ist etwa auf gleicher Höhe mit dem Markus-Evangelium in der Anzahl von Worten, From numbers that he uses in relation to words. von Zahlen, die er in Beziehung zu Worten benutzt. So I think that it is a very reasonable thing to believe that a tax collector would have written this. Also, Es wäre also sehr glaubwürdig, davon auszugehen, dass hier ein Zöllner das geschrieben hat. there is a very deep knowledge of Judaism and its teachings. Es ist auch, man sieht auch, dass er eine sehr gute Kenntnis des Judentums und seiner Lehren hat. But I would still like to know much more. Natürlich würde ich gerne noch viel mehr darüber wissen oder über ihn wissen. Eine Frage, und zwar, ob Sie auch bei Ihren Recherchen herausgefunden haben, ein paar Details, die eben nicht gepasst hätten mit der Bibel und also vor der Vergangenheit sozusagen. Was war das letzte nochmal? Ob es ein paar Sachen nicht übereingestimmt haben von... Ja, genau. One of the most difficult passages in the New Testament historically Eines der schwierigsten Passagen historisch gesehen im Neuen Testament is in Luke chapter 2, where it talks about the governor Quirinius. ist im Lukas-Evangelium Kapitel 2, wo es über den Statthalter Quirinius berichtet. And here, many people see a difference between what Josephus says and what Luke says. Und hier sehen viele Leute, dass es doch einen Unterschied gibt zwischen dem, was Lukas schreibt und zwischen dem, was Josephus schreibt. Now, Josephus was born around the year 36 or the year 37. Josephus ist um das Jahr 36, 37 geboren I think Luke was about 10 years older than that. und Lukas war etwa 10 Jahre älter als das. If I have a contradiction between Luke and Josephus, Wenn es einen Widerspruch gibt zwischen Josephus und Lukas, I'm not compelled to believe that Josephus got it right and Luke got it dann wrong. bin ich deswegen nicht gezwungen, davon auszugehen, dass Josephus es richtig wiedergegeben hat und Lukas falsch. And it may be possible to say that they both got it right. Es ist sogar möglich, dass beide es richtig dargestellt haben. And it's complicated because the information we have from Josephus comes from two different works of Josephus. Und es ist schwierig, weil die Information, die wir von Josephus darüber haben, kommt aus 2 verschiedenen Werken von Josephus. And sometimes Josephus even contradicts himself. Und manchmal ist es sogar so, also grundsätzlich, dass Josephus sich selbst widerspricht. So with all of these things, we need to recognize that if we are going to give a list of governors that there were in Judea, we are doing this on the basis of particular witnesses at a time. Und wenn wir also eine Liste praktisch uns anlegen von den Gouverneuren, die damals in Judas regiert haben, dann müssen wir das sozusagen Stück für Stück an den einzelnen Quellen untersuchen. But the great thing is, that is the worst case in the New Testament. Aber die große Sache wiederum ist, das ist eigentlich der Worst Case, den wir im Neuen Testament haben. I didn't know that was German. Okay. And this is very encouraging because Das ist imagine sehr entmutigend. if in the New Testament you had it said that Jesus was born in Bethlehem and another passage said Jesus was born in Egypt. Denn stellen wir uns einmal vor, im Neuen Testament gibt es natürlich diese eine Passage, wo es heißt, Jesus ist in Bethlehem geboren, aber es gäbe jetzt noch eine andere, wo drin stehen würde, er ist in Ägypten geboren. This would be a level of contradiction which would be intolerable. Und das wäre ein Grad der Widersprüchlichkeit, der unzumutbar wäre. Because you cannot imagine both of them fitting together. Denn beide Dinge können nicht gleichzeitig wahr sein. Now, I've been making an argument for the general reliability of the New Testament. Ich habe argumentiert für die generelle Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments. I have not made an argument for its reliability in every single detail. Ich habe nicht ein Plädoyer gehalten für die Zuverlässigkeit in jedem kleinsten Detail.
But the category I'd like to share with people is the category of trust. Aber die Kategorie, die ich praktisch mit den Leuten teilen möchte, ihnen mitteilen möchte, ist das allgemeine Vertrauen. And so at the center of Christianity is the idea of trusting God. In dem Zentrum des Christentums ist der Gedanke, dass man Gott vertraut. And this is not an irrational trust. Aber das ist kein irrationaler Glaube oder Vertrauen. So I think I can demonstrate the New Testament to be generally reliable. Ich kann sehr wohl zeigen, dass das Neue Testament allgemein zuverlässig ist. And demonstrate that it is rational to trust the New Testament in other things as well. Und davon ausgehend kann ich auch zeigen, dass es vernünftig ist, deswegen auch anderen Teilen des Neuen Testaments zu glauben. Sie haben gesagt, dass es in der jüdischen Welt nicht vorstellbar ist, dass man noch einen Halbgott neben Gott haben könnte. Was ist allerdings mit den jüdischen apokalyptischen Schriften, in denen angedeutet wird, dass das vielleicht möglich ist, zum Beispiel durch die Verehrung von Engeln, die einen sehr hohen, fast gottgleichen Status haben, oder von personifizierten Attributen Gottes? Thank you very much. Great question. Sehr gute Frage. What I'd want to say is that there is a debate that goes on amongst scholars. Da gibt es im Moment eine Debatte, die unter den Gelehrten geführt wird. And some believe that they can find analogies between angelic beings and the way God is treated. And the way God is treated. Und einige denken, dass man eine Analogie finden kann zwischen der Art und Weise, wie Engel verehrt werden und wie Gott verehrt oder behandelt wird. But this is much harder, I believe, to find in Jewish writings which clearly come from before the time of the New Testament. Aber es ist viel schwieriger, das in jüdischen Schriften nachzuweisen, die vor der Zeit des Neuen Testamentes entstanden sind. So it is possible to look at some of the apocalyptic material which comes from later. Es ist möglich, zum Beispiel einige apokalyptische Schriften sich anzuschauen, die aus späterer Zeit kommen. Within rabbinic material, clearly it is monotheistic. In das rabbinische Material später ist sehr klar monotheistisch. In the Dead Sea Scrolls, it is monotheistic. In den Rollen vom Toten Meer ist es monotheistisch. In Josephus, it's monotheistic. In Josephus ist es monotheistisch. In Philo, I think it is monotheistic, although there is some space for God to create first his thought and then to make things through his thought. In Philo ist es etwas anders, weil bei Philo von Alexandrien ist es so, dass erst Gott He makes his thought and then his thought creates. Er schafft seinen Gedanken und dann dadurch andere Wesen. But what we find is that on several key tests, the creator is distinct from the created. Aber was wir in vielen Texten finden, ist, dass Gott als Schöpfer unterschieden wird von dem Geschaffenen. So, for instance, as judge, God is the one who judges the world. Zum Beispiel als Richter ist es Gott, der die Welt richtet. As creator, God is the one who creates the world. Als Schöpfer, Gott ist derjenige, der die Welt erschaffen hat. And in terms of worship, it seems that you should not worship anyone other than God. Und im Bereich der Anbetung solltest du niemand anders anbeten als Gott. Now, of course, in the Old Testament, sometimes an angel appeared and could receive some worship. Manchmal im Alten Testament lesen wir Geschichten, wie ein Engel erscheint und der angebetet wird. But the angel in these cases, angel means messenger, can be God himself. Aber diese Engel heißt ja auch Bote im Hebräischen, kann auch Gott selbst sein. So I don't see that is a clear evidence that the distinction between creator and created was ever broken. Und ich denke nicht, dass das ein Hinweis darauf ist, dass die Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschaffenem dadurch berührt oder gebrochen wird. Ja, vielen Dank. An dieser Stelle würden wir diese Fragerunde beenden. Peter Williams, vielen Dank für diesen Vortrag. Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich, nochmal
kurz drüber nachzudenken. Wenn noch Fragen sind, melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel, übers Kontaktformular oder schicken Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.